Mein Name ist Dr. Christian Merkel, ich bin Dermatologe vom Haut- und Laserzentrum an der Oper in München und zusammen mit meinen ärztlichen Kollegen und Kosmetikerinnen kümmern wir uns besonders um die Schönheit der Haut. Die Frage nach einer Hautverjüngung kommt immer häufiger in unserer Sprechstunde und neben älteren Patientinnen und Patienten kommen auch immer jüngere Patienten, um zu fragen, was sie als Prävention machen können. Es gibt dabei eigentlich 3 wichtige Steps. Das eine ist die Beratung und gegebenenfalls Behandlung beim Dermatologen. Das können kleine Injektionen sein, das können auch Laserverfahren sein, einfach um die Hautqualität zu verbessern. Das zweite ist die Kosmetikerin, die durch ablative Verfahren zum Beispiel die Hautoberfläche deutlich verbessern kann. Und der dritte, nicht unwichtigere Step ist das, was die Skincare-Routine zu Hause ist. Das ist eine gute Reinigung, eine Pflege und Hydratation der Haut. Die Pflegeroutine zu Hause sollte besonders einfach sein und der erste Step ist immer die Reinigung. Bei der Reinigung geht es darum, die Bakterien, Hautschüppchen und Umweltgifte von der Haut wegzuwischen. Der zweite Punkt ist die Hydratation der Haut. Das kann man durch ein Serum oder durch eine Maske erreichen. Und der dritte Step ist das Einbringen von Wirkstoffen wie Retinol, Hyaluronsäure, um einfach das Anti-Aging zu Hause auch zu unterstützen. Zu unserem ersten Step der Reinigung gilt es zu sagen, dass man natürlich Hilfsmittel benutzen kann. Und anstatt einfach die Haut mit Seife und mit den Händen zu reinigen, macht es Sinn, sich ein Device anzuschaffen. Und durch dieses Device kann man sicherstellen, dass fast 100% der Bakterien und der Fremdstoffe von der Haut abgereinigt werden. Die LED-Therapie ist ganz bewährt und unsere Kosmetikerinnen benutzen die LED-Therapie schon seit über 20 Jahren, um ihre Behandlungserfolge zu verstärken. Zum einen kann man mit LED Wirkstoffe tiefer in die Haut einbringen, zum anderen hat LED-Licht die Fähigkeit, antibakteriell zu wirken, also kann auch bei Hauterkrankungen wie Rosatia und Akne eingesetzt werden. Gott sei Dank muss man diese LED-Therapie jetzt nicht nur bei der Kosmetikerin machen, sondern man kann mit einem Device diese Therapie nach Hause bringen und Wirkstoffe auch im Sinne von Anti-Aging tiefer in die Haut einbringen. Genauso verhält es sich auch mit Kälte- und mit Wärmetherapie. Das ist bewährt, Kosmetikerinnen benutzen das seit Jahren und auch so kann man zu Hause die Inhaltsstoffe der Seren oder der Maske tiefer in die Haut einbringen. Eine zusätzliche Therapie ist der Mikrostrom und durch Mikrostrom wird die Muskulatur angeregt und die Durchblutung der Haut gefördert und durch diese beiden Prozesse kann man sicherstellen, dass die Kollagensynthese steigt und dadurch die Haut verjüngt wird. Diese Mikrostrombehandlung vergleiche ich gerne wie so ein Face Gym und dadurch wird auch die Hautbeschaffenheit viel reiner und klarer. Wir haben jetzt verschiedene Techniken durchgesprochen und meiner Meinung nach ist das Wichtigste, wie auch bei den Behandlungen bei uns in der Arztpraxis, dass man alles konsequent dauerhaft durchführt und nicht nur für 1-2 Wochen. Das Zweite, was wichtig ist, ist natürlich, dass die Pflegeroutine an die eigene Haut angepasst ist. Die sollte nicht zu fettig sein bei jungen Patienten und beinhaltet immer 3 Steps. Erstens eine gute Reinigung, zweitens Hydratation und drittens das Einbringen von Pflegeprodukten. Und mein absoluter Anti-Aging-Tipp ist, einen Sonnenschutz morgens zu benutzen, denn ein Sonnenschutz ist das beste Anti-Aging-Produkt ever. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Anti-Aging ist eine meiner Passionen und ich freue mich sehr, dass ich meine Expertentipps hier weitergeben durfte.